Ich begrüße dich herzlich, Johannes Michel von SC Service Concept. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Nimm gerne Platz. Johannes, Ja. du, SC Service Concept, sagt jetzt erstmal nicht, was du genau machst. Erklär uns doch mal ein bisschen auf. Genau, wir sind eigentlich, unser Kerngeschäft sind Hochdruckreiniger. Sprich, wir haben die Marken Frank, Gränsle und Divo Hochdruckreiniger, vertreiben die, verkaufen die, warten die und machen sämtliche Arbeiten an den Maschinen und führen auch die UVV-Prüfungen durch. Und ich habe euch auch heute mal eine Reinkolbenpumpe mitgebracht im Schnittmuster. Die Reinkolbenpumpe deswegen, es ist die meistverbauteste Pumpentyp auf der ganzen Welt. Gerade wenn es darum geht, große Leistung zu erzielen, sprich also viel Wasserleistung und viel Druck, kommt man um die Reinkolbenpumpe überhaupt nicht mehr rum. Da kommt eine normale Taumelscheibenpumpe gar nicht mehr mit. Was ist grob der Unterschied? Vielleicht, ich habe überhaupt keine Ahnung davon, nur dass du mir einordnest. Ja, zum einen ist erstmal die Herstellungskosten, das sind zwei verschiedene Sachen. Sprich, die Reinkolbe ist in der Herstellung natürlich deutlich teurer zu einer Taumelscheibenpumpe. Deswegen ist die Reinkolbenpumpe hier auch von der Verarbeitung her viel teurer, aber dafür auch deutlich stabiler und langlebiger wie eine Taumelscheibenpumpe. Kannst du vielleicht mal erklären, wie das grob funktioniert? Du hast ja da ein schönes Modell mit bei. Genau. Das zeige ich euch mal. Ich nehme es mal in die Hand. Und zwar, hier haben wir die Nockenwelle, die wird in den Motor, entweder in den Motor geflanscht oder durch eine Rodex-Kupplung mit dem Motor verbunden. Sprich, der Motor treibt die Pumpe an und durch die Drehungen gehen die Kolben, die Planscher vor und zurück. Dann haben wir hier die Saugseite, da ist der Wassereingang rein, wird hochgedrückt in die Druckseite. Da haben wir die Dichtungen, die verhindern, dass das Wasser in dem Ölkreislauf, in den Getriebe der Pumpe eindringt. Und so kommt dann das gepresste Wasser wieder zurück, entweder in die Heizschlange oder direkt an die Pistole heraus. Okay, und was macht das Modell jetzt effizienter? Also habe ich nur einen Stabilitäts- und Haltbarkeitsvorteil oder auch in der Leistung macht sich das da auch bemerkbar? Das macht sich auch in der Leistung bemerkbar. Also in erster Linie jetzt bei den in Anführungsstrichen kleineren Maschinen macht sich klar in der Haltbarkeit bemerkbar. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in die höhere Leistung gehen will, sprich bei 1000, 1500 Liter in der Stunde oder noch mehr, dann werden nur noch Reinkolbenpumpen verbaut, weil die Pumpe einfach von der Leistung her oder die Leistung, die man abrufen kann, in Verbindung mit dem Elektromotor, deutlich höher ist und deutlich effizienter wie bei einer Taumelscheibenpumpe. Spannendes Thema, Liter pro Stunde. Ich werde oft gefragt, welchen Hochdruckreiniger soll ich mir kaufen? Jetzt, wir fangen mal an, jemand startet mit der Fahrzeugaufbereitung. Erstmal im Nebengewerbe, was würdest du ihm empfehlen, wenn er dich anruft? In erster Linie würde ich ihm einen Hochdruckreiniger rund um die 10 Liter in der Minute empfehlen, sprich 600 Liter in der Stunde. Bei einem Arbeitsdruck von 120, 130 Bar, das reicht im Punkt der Aufbereitung vollkommen aus. Wenn man jetzt die andere Seite sieht, an einem SB-Waschplatz sind es 10, 11 Liter in der Minute, sprich auch 600, 660 Liter in der Stunde. Und vom Arbeitsdruck her, dadurch, dass es Endverbraucher benutzen beim SB-Waschplatz, ist der Druck leicht geringer. Also da reden wir wirklich in dem Bereich zwischen 100 bis 120 Bar. Wie ist es denn mit Heiß- und Kaltwasser? Was würdest du sagen, ab wann lohnt sich Heißwasser oder immer? Heißwasser, ja, da scheiden sich die Geister. Also der eine Aufbereiter möchte nur Kaltwasser reinigen, auch verständlich. Andere sagen, gerade wenn sie Baumaschinen, Landwirtschaftsmaschinen oder LKWs damit reinigen, dann ist schon Heißwasser sinnvoller. Grund ist eben der, in den Landmaschinen wird überwiegend Graphitfett benutzt, auch bei den Baumaschinen. Und das bekommt man mit Kaltwasser definitiv nicht weg, sondern man verteilt das komplette Fett über das komplette Fahrzeug. Okay. Und das ist dann nicht mehr schön anzusehen. Kannst du so Preisbereiche einordnen, dass man sagt, gelegentliche Nutzer 300 bis 500, häufige, also dass du so Kategorien schaffst vielleicht so ein bisschen, was man ausgeben muss? Also die
Family-Serie von Gränsle, die fängt teilweise bei 300-400 Euro an. Wenn man dann schon in den höheren Bereich gehen möchte, so wie ihr den 1152 habt von Gränsle, der liegt dann schon Listenpreis bei 700, 800 Euro netto. Und da fangen dann schon die Komponenten an, die dann auf die längere Sicht hin Vertrauen schaffen. Und gerade die meisten kaufen eben, wenn sie anfangen, ich sage jetzt mal, einen günstigen Hochdruckreiniger und teilweise hält er maximal 5 Jahre, teilweise nicht einmal 1 Jahr und dann ärgern sie sich meistens darüber. Wie ist es mit dem Zubehör? Was würdest du sagen, ist da sinnvollerweise, was sollte man sich da noch anschaffen im Bereich Fahrzeugaufbereitung? Also im Bereich Fahrzeugaufbereitung würde ich eher zu einem Schnellwechselsystem raten. Dadurch, dass ihr ja das Fahrzeug einschäumt, abspült, eventuell nochmal aufschäumt, dann Radkästen sauber macht, das sind schon sehr viele Faktoren, die ineinander reinspielen. Das heißt, ich muss von einer langen Lanze zu einer Schaumlanze zu einer sehr kurzen Lanze wechseln und es geht mit einem Steckkupplungssystem am schnellsten. Und am effektivsten. An der Stelle kann ich sagen, das nutzen wir tatsächlich auch und sind damit sehr glücklich. Der Johannes hat in seinem Shop auch ein Autolackaffen-Set angelegt mit der Konfiguration, die wir nutzen. Und da möchte ich nochmal einen Hinweis geben. Wenn ihr Fragen dazu habt, sagt, hey, ich brauche eine Lanze, die muss das können. Ich hatte es zum Beispiel, ich habe Johannes angeschrieben und gesagt, Johannes, ich brauche eine Unterbodenlanze. Dann hat er mir gesagt, ja, du kannst eine haben für, weiß ich nicht, 20 Euro, du kannst eine für 50, du kannst aber auch eine für 300 haben. Und dann habe ich ihn gefragt, welche soll ich nehmen? Und er hat mir eine Empfehlung gegeben. Also vielleicht nicht immer einfach googeln, sondern mal einen Fachmann fragen und dann auch gerne da mal bestellen, weil die Unterstützung ist einfach viel wert und bringt viel Langlebigkeit, muss ich am Ende sagen. Also von daher wirklich Lob für dich. Wir arbeiten schon lange zusammen. Da bin ich sehr glücklich, dich als Ansprechpartner zu haben. Wenn man Fragen hat, jetzt im Live-Chat auf jeden Fall, wie erreicht man dich sonst nach dem Tag heute? Ganz einfach über die Homepage zum Beispiel E-Mail schreiben. Da ist auch meistens die Handynummer mit drin. Oder Facebook, Instagram, könnt ihr mich jederzeit anschreiben. Da bin ich auch meistens zu erreichen.